Im heutigen Coffee Break reden wir über Säule 3a und ob sich der Zeitaufwand für das überhaupt lohnt. Mein Name ist Felix Niederer und ich bin CEO und Mitgründer von TrueWealth. Jeder weiß, was Säule 3a ist, aber lohnt sich der Zeitaufwand für Säule 3a? Der Staat begünstigt die private Vorsorge der Säule 3a. Er gibt für das einen Steuerrabatt, weil AHV, also die erste Säule, und Pensionskasse, die zweite Säule, alleine nicht lange für viele Leute, um ihren Lebensstandard nach der Pensionierung zu halten. Und aus diesem Grund gibt der Staat einen Steuerrabatt auf alles Geld, das du einzahlst in Säule 3a. Das bedeutet aber auch, je mehr das du verdienst oder je mehr steuerbares Einkommen das du versteuerst, desto mehr lohnt sich Säule 3a für dich. Je höher dein Grenzsteuersatz ist, desto mehr Vorteil ist eigentlich mit jedem Franken, den du in Säule 3a einzahlst. Andererseits, Säule 3a ist limitiert. Du kannst nur so und so viel jedes Jahr in Säule 3a einzahlen. Das sind gut 7'000 Franken, wenn du bei einer PK angeschlossen bist und über 30'000 Franken, wenn du freischaffend bist und nicht an einer Pensionskasse angeschlossen bist. Also weil es limitiert ist, weil du gar nicht so viel Geld kannst einzahlen, aber trotzdem so viel, dass es sich lohnt, willst du eigentlich eine Lösung, wo du möglichst wenig Zeit dafür aufwenden musst. Idealerweise hast du eine Säule 3a-Lösung, die alles automatisch machst, die eigentlich integriert ist in deine Vermögensverwaltung. Dann musst du dich gar nicht darum kümmern, aber du lässt auch nicht das Geld auf dem Tisch liegen. Ich habe es mal ausgerechnet, je nach Grenzsteuersatz ist es bis zu fast 3'000 Franken an Steuergeld, das du auf dem Tisch liegen lässt, wenn du Säule 3a nicht machst. Aber was gibt es überhaupt für Säule 3a-Lösungen? Grundsätzlich unterscheidet der Markt in der Schweiz, und das ist gesetzlich so geregelt, zwei Lösungsarten. Die eine kommt von Versicherungen, die andere kommt von Banken. Wenn eine Versicherung eine Säule 3a-Lösung anbietet, dann ist es immer gekoppelt mit einer Versicherungskomponente. Und ich finde, das ist intransparent. Dann kannst du eigentlich gar nicht mehr richtig unterscheiden, okay, wie viel hast du jetzt eingezahlt und was hast du für eine Anlagerenditen aus dem erhalten und wie viel ist in die Versicherungslösung hineingeflossen. Ich bin darum selber Fan von einer Bankenlösung, sprich von einer Säule 3a-Lösung, die von einer Bankenstiftung kommt. Bei der zweiten Kategorie, bei der Säule 3a, bei der Bankenlösung, Bankenstiftungslösung, gibt es auch dort wieder zwei Unterkategorien. Es gibt eine reine Zinslösung, reine Kontolösung. Das heisst, du kommst einfach einen fixen Zins über. So fix ist er nicht. Kann natürlich jederzeit ändern, aber du weißt, was du bekommst. Oder Wertschriftenlösungen, wo das Geld nicht einfach nur auf dem Konto liegt, sondern wo am Kapitalmarkt in Wertschriften investiert wird. Ein guter Zins ist eine gute Sache, aber mit der Inflation und weil auch Banklösungen keinen Zins geben oder fast nie einen Zins geben, der über der Inflation liegt, ist ein guter Zins eine gute Sache, aber eine saubere, solide Wertschriftenlösung ist noch besser. Säule 3a ist nicht steuerbefreit, es ist nur Steuer aufgeschoben. Das heisst, alles Geld, was du in Säule 3a einzahlst, kannst du von deinem steuerbaren Einkommen abziehen, aber irgendwann wirst du das Geld rausnehmen und wenn du es rausnimmst, muss es versteuert werden. Es wird ein spezieller Steuersatz angewendet, der auch unabhängig von deinem restlichen Steueraufkommen in dem jeweiligen Jahr, wenn du das Geld rausnimmst, angewendet wird. Und der Vorteil ist auch, du kannst Säule 3a, Geld, das du rausnimmst, kannst du über mehrere Jahre rausnehmen. Du musst es nicht alles in einem Jahr rausnehmen, aber nur, wenn nicht alles in einem Säule 3a-Konto drin ist. Das heisst, idealerweise investierst du dein Geld mit einer Säule 3a-Lösung, wo sowieso schon automatisch das Geld auf verschiedene Vorsorgekonten aufteilt. Damit du dann eben, wenn du es nicht rausnimmst, in verschiedenen Jahren, in verschiedenen Steuerjahren kannst rausnehmen und damit Progression kannst sprechen. Wann kannst du das Geld rausnehmen? Der Normalfall ist 5 Jahre oder zwischen 5 Jahren und dem Zeitpunkt von deiner Pensionierung. In vielen Fällen kannst du es aber auch nach der Pensionierung noch rausnehmen. Das heisst, du kannst es rausnehmen über 5 Jahre oder in einigen Fällen bis zu 10, 11 Jahre hast du Zeit, um das Geld rauszunehmen. Im Normalfall altershalber sagt man dem, also um den Zeitpunkt von der Pensionierung, AHV-Alter, 5 Jahre vor dem AHV-Alter. Es gibt aber auch viele andere Fälle, die du vorher schon rausnehmen darfst. Ein Fall ist, wenn du dich selbstständig machst, kannst du das Geld rausnehmen aus dem 3a. Ein anderer Fall ist, wenn du ins Ausland gehst, also wenn du die Schweiz verlässt. Ein dritter Fall ist, wenn du das Geld nimmst, um zum Beispiel eine Immobilie zu kaufen, oder du kannst auch eine Immobilie renovieren. Es geht sogar so weit, du kannst sogar deine Küche
renovieren, wenn es nicht einfach nur der Kühlschrank ist und du kannst einen Teil vom Geld rausnehmen, um deine Küche zu renovieren. Der Gesetzgeber hat also in der Schweiz mit Solid Real ein lustiges Konstrukt gemacht. Einerseits darfst du so und so viel, nicht mehr als 7'000 Franken rund pro Jahr in das Konstrukt einzahlen. Andererseits, wenn du es nicht machst, dann lässt du Steuergeld auf den Tisch legen. Das willst du nicht. Das heisst, eigentlich willst du eine Lösung, wo du möglichst wenig Zeit für Solid Real musst, aufwenden, was aber das Problem einfach löst, was es für dich einfach macht. Im Markt gibt es verschiedene gute Angebote. Wir haben eins gemacht, wir sind nicht die Einzigen. Wir sind ein bisschen einen anderen Weg gegangen, als was der Markt sonst macht. Wir haben das Problem so gelöst, dass wir gesagt haben, hey, wir integrieren Solid Real in unsere Vermögensverwaltung. Du kannst Solid Real einzeln nutzen, kannst Vermögensverwaltung einzeln nutzen, aber eigentlich die meiste Zeitgewinn hast, wenn du es gerade kombinierst. Und einfach den Schalter anstellst, so haben wir es gemacht, du kannst Solid Real einfach einen Schalter betätigen, kannst sagen, ja, ich möchte es, dann ist es integriert, dann hast du noch einen Schieberegler, wo du kannst sagen, wie viel pro Jahr soll von deinem Vermögen ins Solid Real gehen. Du kannst bis aufs Maximum tun, was auch immer das ist. Der Bundesrat tut das Maximum, jetzt ist es ein bisschen mehr als 7'000, der Bundesrat tut das Maximum alle 2 Jahre anpassen. Du kannst aufs Maximum setzen, ist immer das Maximum, du kannst auf irgendeinen Betrag setzen, 1'000 Franken, 5'000, wir machen es dann. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du es eigentlich eingestellt hast, kannst du es sein lassen. Du kannst dich einmal 5 Jahre nicht einloggen und trotzdem macht es jedes Jahr. Das heisst, wir haben es so gelöst, wenn du Geld einzahlst über ein Jahr, dann gehen die ersten so und so viele Franken, entsprechend wie du es eingestellt hast, gehen ins Solid Real und alles, was du mehr einzahlst, geht dann ins freie Vermögen. Beides wird gleich investiert, entsprechend von deiner Anlagestrategie mit Wertschriften. Du kannst auch ohne Wertschriften machen, aber dann hast du natürlich keinen Wertschriftenertrag, hast einen Zinsertrag. Falls du mal in einem Jahr nichts einzahlst, dann werden wir Mitte Dezember machen wir eine Umschichtung von deinem freien Portfolioteil in Solid Real, entsprechend dem, was du eingestellt hast. Geht natürlich nur, wenn genug Geld in deinem freien Portfolioteil drin ist. Aber wenn es so ist, dann geht alles automatisch. Das heisst, du musst nicht einmal einzahlen. Wir machen es trotzdem für dich. Du bist immer auf dem Optimum von Solid Real, musst dich nicht darum kümmern. Also Solid Real ist eigentlich etwas, was du machen solltest. Wenn du es nicht machst, lass Geld auf den Tisch liegen, mach es besser, aber nimm dir eine Lösung, wo du vielleicht auch gar nicht so viel Zeit dafür verwendest. Wir haben eine gute Lösung, wir sind nicht die Einzigen, es gibt ein paar gute Lösungen am Markt. Es freut mich natürlich, wenn du dich für unsere Lösung entscheidest. Etwas, was immer wieder aufkommt, eine Frage ist, hey, kann man überhaupt Solid Real Gelder transferieren? Also wenn ich schon eingezahlt habe, bei irgendeinem Anbieter am Markt, kann ich den Anbieter wechseln? Die Antwort ist ganz einfach, ja, das kannst du. Und es ist ja gar nicht schwierig. Du kannst einfach ein Formular ausfüllen, schickst es dem bestehenden Anbieter und das Geld wird transferiert. Wie sieht für dich die ideale Solid Real Lösung aus? Hinterlasse mir einen Kommentar oder wenn du Fragen hast, schreib mir auf felix@truewealth.ch. Vielen Dank fürs Hineinschauen, fürs Hineinhören und bis zum nächsten Mal.